16 Angler. Let's go! 8 Boote. Feuer frei. Spektakuläre Artenvielfalt. Das ist Angeln in Norwegen. Giganten, die alles fordern. Pulling line, Mario. Kescher auf jeden Fall. Und ein Pokal. Der YPC Salt wird präsentiert von Kingfisher Reisen, Ihr Partner für anspruchsvolle Angelreisen. Hearty Rice, feel the difference. Und die Anglerschmiede. Angelschein einfach online machen. Hallo liebe Norwegen-Freunde, herzlich willkommen zu Episode 5 und damit zum zweiten Angeltag in Gruppe A. Die Ausgangssituation knapp zusammengefasst. Nace und auch Hearty Rice stecken in Schwierigkeiten, denn beide Teams müssen heute noch zwingend 2 Zielfische beangeln. Bei Savage Gear und Diver ist das eher optional. Womöglich geht's um kleinere Upgrades. Ansonsten läuft alles auf eine Spezies hinaus. Den Halbut. 2 halbstarke Exemplare haben wir bereits in Gruppe B gesehen und selbst die haben die Bremse ordentlich kreischen lassen. Mal sehen, ob hier und heute noch eine größere Platte in den Jagdmodus geht. Wir stechen in See! So, guten Morgen vom zweiten Tag. Bei bestem norwegischen Wetter. Gerade angefangen, wir haben heute Dorsch und Heilbutt auf unserer Bucketlist. Dorsch noch ein bisschen verbessern, Heilbutt überhaupt ein Fang für die Wertung. Gucken wir mal, jetzt haben wir erstmal eine Dorschstelle erreicht. Schauen wir, was der Tag so bringt und hoffentlich ein bisschen besseres Wetter, zumindest trockeneres. Wir haben heute vor, die Heilbutts zu fangen in einem Gebiet, das wir leider wieder nicht so gut trainiert haben, weil uns heute der Wind einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. So Leute, willkommen zu Tag 2. Wird ein sehr, sehr spannender Tag, weil heute zählt für uns der Butt. So, das kann für euch bedeuten, dass es sehr lange dauert, bis wir überhaupt mal einen Fisch fangen. Dorsche, denke ich, die werden wir als Beifang hier ziemlich sicher haben. Butt, Training hat funktioniert, du hast einen verloren, ich habe einen gefangen. So, aber sicher fühlen wir uns nicht, oder siehst du was anders? Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen optimistischer als letztes Mal, weil wir heute haben wir ein bisschen mehr Wind. Und ein bisschen mehr Wind bedeutet ein bisschen mehr Drift. Wir können die ganzen Sandflächen hier abdriften, abtreiben und hoffen, dass wir hier so eine fette Scheibe rauskurbeln, oder? Also, auf geht's, Digga! Willkommen zurück bei Team Nace auf dem Boot. Im Moment sind wir Letzter auf dem Tableau, aber wir haben auch noch nicht auf alles so richtig geangelt, wie wir es vorhaben. Wir sind eben rausgefahren, haben da eigentlich ein paar ganz gute Plätze für Pollack gestern gefunden, aber wir haben es abgebrochen, weil es sehr, sehr raues Wasser war, sehr wellig. Wäre vielleicht gegangen, rauszukommen, aber ganz draußen, da wo wir angeln wollen, da kommt noch die Dünung vom offenen Atlantik mit rein. Ja. Und das wäre für den Folgeplan schwierig gewesen, da wieder wegzukommen und schnell genug an den Heilbutt-Spots anzukommen. Deswegen haben wir jetzt hier nochmal auf den Inshore-Bereich gewechselt, wo wir auch Pollacks gefangen haben. Versuchen die jetzt hier schnell zu fangen, um dann möglichst viel Zeit für die Heilbutt noch zu haben. Heute wird spannend, Leute. Heute geht es um alles. Heute entscheidet sich, wer dieses Turnier ins Finale schafft. Ja. Los geht's, komm her, bam! So, wir werden heute, wenn geht, 2 verschiedene Techniken anwenden. Tobi wird werfen und ich werde mit der Vertikalroute eher träge fischen. Und dann schauen wir, was dann besser funktioniert. Wir brauchen 2 Stück. Ob es überhaupt funktioniert? Ob es überhaupt funktioniert, ja. Ich setze hier auf den Heringschat 4D. Der hat hier so einen eingegossenen Bleikopf. Das sieht ziemlich realistisch aus. Hier hinten ist so ein kleiner auffälliger Paddel, also ein kleines auffälliges Schwanzteil. Der Butt kommt ja im Regelfall immer von hinten und packt den Köder. Deswegen ist es ganz gut, wenn man einen Stinger fischt. Das erhöht auf jeden Fall die Chancen deutlich, dass der Fisch auch sitzen bleibt. Ansonsten ganz normal hier ein Wirbel rein mit einem Sprengring, Flugcarbon-Vorfach und ja, bin total gespannt und hoffentlich bringt der mir einen dicken Boot. Ja, ich werde hier mit dem Cannibal Chat starten, 20 cm, eigentlich kein typischer Norwegen-Köder, aber wir haben herausgefunden, dass der Cannibal auf Heilbutt sehr gut funktioniert. Montiert habe ich das Ganze an diesem Pelagic Jig Head, also so ein Jigkopf, da ist hier eine Spirale drin, da kann man den Gummi schön aufdrehen und da kann man zwischendurch auch mal easy wechseln, wenn man möchte, und kombiniert mit einer
Wirbelkette sozusagen. Der Jigkopf wiegt 80 Gramm. Wir haben hier ungefähr so 12 bis 15 Meter Tiefe. Ich werde vielleicht über den Tag ein bisschen variieren. Vielleicht mal 60 Gramm, vielleicht auch mal 150 Gramm. Wird ein bisschen davon abhängen, wie viel Drift wir haben. Meine Route hier, die hat 200 Gramm Wurfgewicht. Ideal für diese Art Köder und Ködergewicht. Und auch stark genug, um den kräftigen Butt da Paroli zu bieten, wenn es drauf ankommt. Jetzt geht's los. Erster Wurf auf den Pollack. Kleiner Nace Predator, 12 cm in weiß, hat sehr gut funktioniert. An einem 20 Gramm Jigkopf schmeißen wir jetzt auf die flachen Plateaus, wo oben das Kelb drauf wächst. Und da haben wir sie im Training erwischt. Und das ist auch das, was uns die anderen gesagt haben, wie man sie fängt. Wir wissen es ja selbst eigentlich nicht oder wussten es zumindest nicht, aber es hat geklappt. Genau dahin. So, im besten Fall lasse ich jetzt nur treiben und stoppe dann gleich, wenn wir auf dem Spot sind. Wo ich hingeschmissen habe, ist 10 Meter tief. Ja, ist gut. Nee. Das ist das Ding dann. Ja, aber wir haben die auch viel flacher gefangen. Ja, es war so 10 da oben drauf. 8 Meter, 10 Meter war es oben drauf. Der war nicht so flach wie der Spot. Der andere Spot ist der ganz flache. Ein schöner Lump. So fängt der Tag doch super an. Nächstes Mal bringe ich mir auf jeden Fall zum Heilbutt-Angeln hier so ein Kniekissen mit, was die Fliesenleger haben. Das wäre auf jeden Fall besser. Hier so auf dem harten Bootsboden. Ich glaube, das könnte heute im Laufe des Tages ganz schön wehtun, wenn man das ein paar Stunden so macht. Nützt ja nichts. Dann müssen wir jetzt durch. Locker bleiben, locker bleiben, locker bleiben. Wenn wir jetzt so privat fischen wären, dann würden wir jetzt sagen, hey, fahr uns, lass uns ein bisschen so ungefähr 100 Meter versetzen, da sind die Seelachse, da haben wir richtig Spaß. Ich weiß nicht, was sie haben, aber es ist kein Butt. Dorsch. Tschüss, mein Freund. Ein kleiner Dorsch. Aber da sieht man mal, wie gefräßig die sind. Der Dorsch, der war ein bisschen größer jetzt wie der Köder. Sie nehmen das alles. Das ist ein Dorsch. So. Jawohl. Und Hand rauskommen. Ah, Christian, so. Der hängt gut drin. Super. Genau die wollen wir. Gucken wir mal, ob wir uns verbessert haben. Vorne dran. 82. So. 7 Punkte mehr. Oh, da ist Fisch dran. So. 5 Punkte mehr. 4 laut meiner Rechnung, aber letztlich auch egal. Diver verbessert sich leicht. Währenddessen packt Fabi statt Kniekissen einen anderen Komfortgegenstand aus. Ich ziehe mir mal Handschuhe an. Hier gibt es welche von Penn. Die sind schön warm, schön grifffest. Zweiten an und dann hoffentlich kann ich den ganzen Tag ohne kalte Pfoten überstehen. Fisch? Ja, Aber ein Dorsch, oder? Dorschi, ja. Ich habe runtergelassen, wollte eigentlich nur angucken, dann war er schon dran. Naja, zumindest schon mal entschneidert, auch wenn es nicht der Zielfisch ist. Ja, vielleicht hat er gedacht, der braune Cannibal ist ein kleiner Artgenosse. Der schmeckt mir auch, aber naja, die Sache hat einen Haken, ne? Für was ist die Exolite gebaut? Naja, für alles, was nicht halt die ganz groben Köder sind, also Fische sind. Also für GT oder so ist das schon ein bisschen too much. Das ist ein PE4. Okay. Ja? Aber mit 150 Gramm Wurfgewicht. Also das ist, sagen wir mal so 50 Pfund Kraftroute, also passt perfekt für Heilbutter herum, okay. Ne? Als Spinnrute. Crazy, crazy, crazy.
Oh, Christoph, jetzt ist der Wind weg, du. Eben, als wir gefahren sind, hat das so gekachelt. Da veräppelt uns doch, du. Ja, aber da hinten kommt die nächste Schlechtwetterfront. Wer weiß, wie das Ja, stimmt schon. da draußen aussieht. Ne? Hier ist alles schön geschützt. Ja. Wäre blöd, wenn wir jetzt da noch mal hin müssten. Ja. Wäre schon besser, wenn wir den Pollack jetzt hier eben ab. Da haben wir einen super sicheren Pollack-Spot da draußen. Den haben wir trainiert und da haben wir sehr gut gefangen. Hier drin waren aber auch Fische. Ich fahre mal, Christoph, ne? Ja, mach mal. Mach mal deinen Wurf noch. Ja. Zum nächsten Spot. Wir haben ja so 2, 3 kleine Felsnasen, wo wir dran stehen. Die werden wir schon irgendwie fangen. Tide ist zwar nicht so ganz optimal, aber das wird, glaube ich, trotzdem klappen. Ein schöner Fisch auf die Slow-Jigging-Route mit einem großen Gummifisch eingestiegen. Hier, das ist eine neue Diver-Route, speziell für Norwegen und die Tropen. Zum Pilken, Speedjiggen, Slow-Jiggen und eben auch für schöne Gummifische. Das Schöne ist, die Routen sind sehr weich. Seht ihr ja hier, brutale Biegekurve, macht einen Mord Spaß und du hast fast keine Aussteiger mehr. Und selbst wirklich große Fische kann man mit der Route problemlos hochziehen. Wie gesagt, Riesenspaß mit so Geräten Fisch zu drillen. Ich vermute, das ist ein Köhler, bin mir aber nicht ganz sicher. In der Tiefe, wir fischen hier jetzt so auf 60 Meter, kann man teilweise am Anfang nicht gleich erkennen, ob das jetzt ein Dorsch oder ein Köhler ist. Aber so vom Drillverhalten wäre jetzt mein erster Eindruck, das ist wahrscheinlich ein Köhler. Relativ sicher ein Köhler, weil er jetzt auch wegschwimmt. Fisch kommt nicht von unten. Denke ich, das ist ein schöner Köhler. Nee, schöner Bombendorsch. Brauchst du ein Netz? Ja, das ist jetzt ein Dorsch, der hat sicherlich einen Meter. Das ist genau das, was wir wollten. Ja, also Ziel war ja heute am Anfang unsere Dorschwertung verbessern. Und dann Tobi! Und dann den Tag stramm auf Halbboot weiterfischen. Wir fischen jetzt 20 Minuten hier. Das ist alles locker. So. Mach doch vom Kopf her. Tust du dich leichter. Ja, und der Haken ist drin. Petri! Sehr schön, mein Freund, sehr schön. Aufgegangen. Das heißt, ab Cool. jetzt auf Halbboot. Ja, So. wunderschöner Fisch. Sieht man jetzt auch, der ist hinten raus noch recht schlank. Die Dorsche haben wir jetzt gerade abgeleicht. Die brauchen dann erst ein bisschen Zeit. Sehr cool. Sehr cool. Ja. Aber wie dick sie sind, ist uns ja gerade egal. Wir brauchen ja lange Fische und der ist wirklich schön lang. Ihr seht, das Ding Gummi voll inhaliert. Ja, also super. Bitte. Wunderbar. Immer gleich Köder wieder über Bord. Die Haken sind nämlich teilweise wirklich groß und scharf. Die will keiner irgendwo in der Jacke oder ähnlich oder noch schlimmer haben. Deswegen schmeißen wir die Köder immer beim Abhaken wieder über Bord. So. Ich vorne. Du dran? Ich bin dran. Meter 5. Ja, und da hat sich wieder Erfahrung bestätigt. Mit Pilker fängt man in der Regel mehr Dorsche, aber meistens nicht die großen. Mit Gummifischen hast du weniger Bisse, aber dafür kannst du da auf die großen rauspicken. Deswegen, wenn man einen großen Dorsch fangen will, am besten nicht pilken, sondern wirklich mit großen 20er bis 30er Gummis langsam fischen. Da kann man dann die richtig großen Dorsche fangen. Wow, Diver bleibt das Team für die Ausnahmefische und knackt noch ohne Heilbutt die 600 Punkte. Sehr beeindruckend bis hierhin. Die Norwegen-Rookies von Nace kämpfen derweil weiter mit den Pollacks. Hier würde ich vielleicht noch mal die andere Seite machen. Oder? Da ist der Pollack. Weg! Nein, das glaube ich nicht. Ah, das glaube ich nicht. Das war ganz sicher ein Pollack. Die beißen nämlich wie Zander und die habe ich schon mal geangelt. Ah, ist das ärgerlich. Relativ tief da. Ja. 10 Meter. Ich sehe die auch hier auf dem Echolot bei 10 Meter. Oh, ist das ärgerlich. Mein Motor unten, lass bitte. Ist das ärgerlich. Voll raufgetockt, die Sau.
Ja, ihr seht mich immer ganz wild den Gang einlegen und am Lenkrad drehen. Wir haben hier unwahrscheinlich viel Drift und diese Dorsche stehen recht punktgenau. Dementsprechend, das Boot hat gerade... Ja, läuft. Das Boot hat mit dem Top ein Riesensegel und dementsprechend ist es auch relativ windanfällig. Tobi, das ist ein guter. Ja? Ja, ich denke. Und deswegen versuche ich halt immer gegenzuhalten und möglichst die Position zu halten. Was manchmal ein bisschen wild aussieht, aber... Und nebenbei noch zu angeln. Damit das Ganze auch nicht langweilig wird. Da kommt was. Ach shit. Gehakt im Kiemdeckel. Ah, ätzend. Schade, schade, schade. Soll ich dir den landen? Hä? Soll ich dir den landen? Nee, schaffe ich. Okay. Nein. Kämpft nicht ganz so Pollack-mäßig, muss ich sagen. Bisschen zu ruhig für einen Pollack eigentlich, aber es wird einer sein. Normalerweise müsste es einer sein. Könnte aber auch ein Dorsch sein vom Drill. Ja, ist ein Dorsch. Ich wollte sagen, vom Drill her kämpfen die Pollack anders. Die gehen nämlich gleich in die Bremse, die Jungs, so wie der andere eben, den ich eben drauf hatte. Da hat man beim Biss gemerkt, boom, und dann ist er gleich losgeschwommen. Und das machen die Dorsche nicht so. Deswegen, das kam mir gerade schon ein bisschen spanisch vor hier. Mal gucken. Da noch ein Pollack steht. Ich denke schon. Leider ganz klein. Der Holy Pollack. Kleiner Pollack auf den weißen Predator, wie versprochen. So, der hat 48. Ich muss leider upgraden. Ja. Immerhin. Nace erwischt den Zielfisch. Bei Fabi sieht's eher nach Beifang aus, oder? Guck mal. Könnte das ein Upgrade sein? Guck mal, das ist ein Upgrade. Das ist ein Upgrade, das ist ein Upgrade. Jawohl, ja, Mann, ja, der dicker Dos, Mann. Damit habe ich noch nicht gerechnet. Nee, da habe ich überhaupt nicht gerechnet. Boah, ich bin ja fast eingepennt beim Kurbeln. Nee, das ist ein Upgrade. Alter, guck dir den an, du. One-Shooter. Oder? Nee, wahrscheinlich hat er nur so einen dicken Kopf. Okay, gar nicht rein. Boah. Ein Riesenkopf hat er. So, vorne Heringsschett. Jetzt ganz vorne im Maul. Mal kurz rausgemacht. So. Oh. Kein Riesen-Upgrade. So, liegt vorne an. 93. Okay, super. Ja, schöner Fisch. Vom Kopf her hätte ich gedacht, dass er noch ein bisschen größer, ein bisschen länger ist. Aber ein wunderschöner Fisch. So, den zeige ich dir jetzt nochmal. Pollack sein. Aber kleine. Die sind auch immer zu klein, Christoph, aber das ist alles voll da unten. Aber die machen schon Spaß, die Fische, muss man sagen. Wie lang? Ich reporte gleich. Ja, 51,5, 52. Ja, sehr klein, aber es macht ein bisschen Spaß tatsächlich. Nein, nicht ein bisschen, es macht viel Spaß, denn so viel Pollack habe ich noch nicht gefangen in meinem Leben. Hier tatsächlich bei dem Trip die ersten. Christoph auch. Also wir sind ja nicht so die Meeresangler. Aber wir fuchsen uns ein bisschen rein. Wir sind nicht so wie die anderen mit dem Seelachs zur Welt gekommen in der Hand. Wir müssen uns erst ein bisschen reinarbeiten in die ganze Meeresfischerei. Aber wie Christoph immer sagt,
Hinten raus scheißt die Ente. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir uns dazu entschlossen, unseren Summer Sale bis zum 31.07. zu verlängern. Also wenn du auf der Suche nach einer neuen Route, nach einer neuen Rolle oder den passenden Ködern bist, dann findest du hier die besten Preise. Du bist jetzt auf den Geschmack gekommen und willst auch das erste Mal nach Norwegen fahren, dann ist Kingfisher Angelreisen der richtige Ansprechpartner für dich. Ja, richtig, richtig nice. Boah. In einer großen Auswahl an Anlagen haben sie wahrscheinlich das richtige Ziel für dich und natürlich noch dazu super sympathische Ansprechpartner, die dir dabei helfen. Und das Beste, sie buchen alles für dich. Anreise, Unterkunft, Boot. Du musst also nur noch hinfahren und deine Angel auswerfen und hoffentlich deinen Traumfisch fangen. Also, wenn du zum ersten Mal nach Norwegen willst, schau jetzt bei Kingfisher Angelreise vorbei und buche deine erste Reise. So, nächster Biss auf den großen Gummi. So. Auch immer wichtig hier an Bord, mit den Wellen und allem kann das ganze Gerät mal ganz schnell durch die Gegend fliegen. Deswegen ist es sehr angenehm mit den Routenhaltern. Route über Bord. So, dann kann nichts mehr passieren, geht keine Routenspitze kaputt. Hatten wir Pollack. Jetzt stehen wir knietief drin hier im Pollack. Aber leider meiner auf jeden Fall zu klein. Freddys könnte einen Ticken größer sein. Aber die sind alle zu klein hier. Was hat der andere gehabt von dir, Christoph? 48. Ja, der hier auch. Hoffentlich ist das hier nicht so ein Einheitsbrei mit den Fischen, dass wir da auch mal einen dicken Fischen haben. Aber wie gesagt, den ersten, den ich drauf hatte, das war kein kleiner. Ein wenig Frust macht sich in mir breit. Kein Frust. Das ist der ganz normale Wahnsinn. Besserer Fisch? Ja, besser als die anderen auf jeden Fall. Nicht groß, aber besser. Okay, dann geh mal an mir vorbei. Mal am Motor. Müsste drin sein, der Rückwärtsgang. Gut. So, das ist ein Jahrgang älter. Jetzt mal einen orangefarbenen Raven am BKK. Hapax. Haben wir im Training auch gut mitgefangen. Ein bisschen schlankeres Profil. Und der hat ziemlich genau 60. 59,5. Bisher unser bester. Vielleicht kriegen wir noch eine Nummer größer. Was denn? Köhler, oder? Ja. Ja. Ein kleiner Köderfischschwarm hier. Ja, vielleicht ist mir da mal was Größeres da. Fühlt sich leider wieder klein an. Kein Upgrade. Vor allem kein 60er. Schnell wieder zurück und weiter geht's. Sein Pollack bitte. Werden wir nie rauskriegen. Ich glaube, das war ein großer. Gesehen. An der Biegekurve. Gibt's doch nicht! Ja, echt ein bisschen Pech. 2 große Pollack jetzt verloren. Die beißen wie verrückt hier, also wir fangen ohne Ende Fisch. Aber wir brauchen jetzt echt schnell einen guten Fisch, damit wir endlich auf die Heilbutt fahren können. Bisschen Pech gehabt jetzt, aber
Das gambeln wir jetzt aus hier. Jetzt haben wir hier anscheinend einen Dorschspot gefunden. Dabei wollten wir doch eigentlich Heilbutt fangen. Aber manchmal ist halt auch so, gerade jetzt im Frühjahr, wenn die Sandaale kommen, die Heringe da sind, dann fressen manchmal die Dorsche und die Heilbutts auf dem gleichen Platz. Da muss man sich irgendwie durchpoolen, sage ich jetzt mal. Das machen wir auch gerne. Guck mal, so ein richtig schöner roter hier. Ne? Ich habe zwar so eine leichte Rot-Grün-Schwäche, aber das erkenne ich, dass der so richtig, richtig schön rot ist. Toller Fisch. Ich denke mal, das ist auch ein Dorsch. Dürfte kein schlechter Dorsch sein. Junge, der verkauft der aber gut. Also ich habe hier eine 200 Gramm Rute, 200 Gramm Wurfgewicht. Das ist ein kämpferischer Bursche. Obwohl er gar nicht so groß ist. Ja. Spaß machen die Kumpels auch. Ja, na halt still. Der nächste, der den Cannibal haben wollte. Geil. Hier ist gerade alles voll mit Fisch unter uns. Also Wahnsinn. Wenn hier so viel Futter ist, dann müssen hier auch die Butts sein. Das geht gar nicht anders. Hoffentlich kriegen wir auch davon einen drauf hier. Alles eingefroren. Ach Gott. Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Mit dieser Route. Oh Gott. Aber wir treiben in die andere Richtung, gell? Ja, genau die wollen wir halt nicht. So, hier müssen wir da mal einen Platzwechsel machen. Ja. Wir fahren weiter, ja? Bei keinem Team ist es lange ruhig. Gute Upgrades haben wir ebenfalls gesehen. Nur eine Spezies lassen die anglerischen Bemühungen offenbar kalt. Bis jetzt. Butt! Ja. Butt! Auf sich, der kam hinterher! Butt! Christa, komm! Wo ist denn der Kescher? Ja, der marschiert sowieso noch mal. Oh Gott, ich kack mir gerade ein. Bitte bleib dran. Den brauchen wir. Kannst du erkennen, das ist ein ganz großer? Nein. Geh nach hinten. Warte. Jetzt steht er gerade und kommt mir entgegen. Christa, du musst ein bisschen das Boot beobachten. Ich habe das Boot im Auge. Nur ansonsten irgendwann ist der Punkt, da muss ich gegensteuern. Ja. Noch ist es nicht so weit. Vielleicht kriegst du ihn bis zu dem Punkt ran. Hier ist 12 Meter, alles gut. Okay. Der wichtigste Butt unseres Lebens. Alter, erzähl mir so einen Scheiß nicht. Ich kack mir gleich schon in die Hose hier. Quatsch. Alter, der hat mir gerade richtig gegeben, der hat mich richtig verkloppt. Geil. Der Geile ist erst, wenn er drin ist. Ja, und ich mal ein bisschen weniger zittere. Du machst das schon. Ja, irgendwie schon. Hoffentlich. Komm. Wenn er hochkommt, geh mal einen Schritt nach links dann, dass ich mich in die Ecke stelle. Ich habe mir gestern extra von Fred einen Knoten machen lassen. Der sollte halten. Ja. Nichts zu sehen. Nee, also wenn blau ist, sind es noch 10 Meter. Jetzt müsste ungefähr so 13 Meter unter uns sein. Siehst du, guck mal jetzt. Jetzt kommt blau. Jetzt kommt er langsam hoch. Das war übrigens die Bahn, wo ich meinen hatte. Ja? Ja. Okay. Da war auch viel Futterfisch, du hast ja gesagt, wir haben ein gutes Gefühl. Also war nur eine Frage der Zeit eigentlich. Ganz ehrlich ist. Da kommt er langsam. Siehst du den Teller? Ja. Konnte nicht genau sehen, wo er ihn gepackt hatte. Ich sehe ihn. Aber das flippt ja gleich hier aus. So, bist du bereit? Zusammen. Und hoch. Und rein. Ja, Mann! Ja! Mann, das ist scheiße! Ja, Mann! Oh, das ist ein hübscher. Guck dir mal die Farbe von dem an. Der ist ja traumhaft. Der muss groß sein. Alter. Ja, Mann! Ja! Oh. So, nimm mal. Ich muss das Boot jetzt trotzdem einmal umsteuern. Oh, ja, wir fahren das mal ein kleines Stück an der Seite. Ich hab ihn! Entschuldigung. So. Wir sind mal ein ganz kleines Stückchen weggefahren, damit wir nicht gegen die Steine treiben. Das ist beim Heilbuttangeln immer wichtig. Sicherheit geht vor.
Na, so, guck mal an. Jetzt gibt es hier zu dem Butter auch nochmal so ein richtig schönes Blatt Salatbeilage. 1,2 Meter, ne? Ja. Oder 1,2 Meter bis zur Schwanzwurzel, also ein echtes, noch ein ganz kleines Stückchen größer. Geiler Typ, du hast immer dran geglaubt. Ich hab dir gesagt, du hast da immer dran geglaubt. Wir müssen hierher. Genau, wenn du mich zu einem bringst, dann holen wir den auch schon wieder raus da. Oh, geil, ey, freu mich. So. Schönes Teil. Also das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Sportboot in einer guten Speisefischgröße. Wenn sie zu groß sind, darf man sie hier in Norwegen auch nicht mitnehmen. Trotzdem, wir haben noch gar nicht so viel Filet. Der passt auf jeden Fall bei uns gut in den Speiseplan und der kommt mit nach Hause. Satte Punkte und auch reichlich auf dem Teller, denn so ein Meter Heilbutt wiegt locker 10-12 Kilo, würde ich schätzen. Savage Gear übernimmt die Spitze. Wir schauen kurz auf den Köder. Also das ist ja hier mein Heringschat 4D, an den habe ich wirklich, seitdem wir hier hingereist sind, immer geglaubt. Das ist wirklich eine ziemlich realistische Nachbildung von so einem Hering. Und ja, er fängt Dorsch, er fängt Heilbutt. Eigentlich gibt es, glaube ich, keinen Fisch, den man in Norwegen hiermit nicht fangen kann. Ja, Leute, ihr habt gesehen, wenn so ein Butt beißt, total Eskalation, aber auch totale Freude. Und jetzt sind wir natürlich angefixt, schnell den zweiten zu fangen. Dann hätten wir eine echte Chance, weiterzukommen. Der nächste darf gerne 1,50 sein. Ich sehe das dann einfach so. Das Anstrengendste am Heilbuttangeln ist nicht das Rausholen, sondern das Fotos machen. Ich bin kaputt. Aber da sieht man mal wieder beim Heilbuttangeln, es kann wirklich die ganze Zeit ziemlich zäh, ziemlich trocken sein. Und wenn der Einschlag kommt, ist alles vergessen. Heilbuttangeln macht unendlich glücklich. Der Untergrund hier ist wirklich ideal. Wir haben Sandflächen, wir haben dunkle Flächen, wo sich so ein bisschen Sediment ablagert. So, und die Butts können immer wandeln zwischen diesen Bereichen und da dann die Sandaale, kleine Dorsche und was hier so rumschwimmt, sich reinsnacken. Und wie ihr gesehen habt, ja, liegen wir damit richtig. Das ist ein Pollack, ist es ja auch besser. Aber ich vermute, dass die dicken Dorsche aufgezogen sind. Gehen wir da hinten liegen? Ja, oder machst du? Wir müssen uns rausziehen. Ja. Nein. Fühlt sich auch schon wieder sehr dorschig an hier. Ja, leider ein Dorsch. Ein Dorsch, ja. Auch ein besserer, Ja. Ja, aber keine Verbesserung. Hm? Ein schöner, aber keine Verbesserung. Keine 96? Keine 96. Eher so Ende 70. Aber knallharter Grund hier, gell? Ja. Kein Sand, das ist Rock. So, wenn der jetzt da rüber möchte, wird er uns anhucken wahrscheinlich. Wenn er wo rüber will? Oh, vielleicht sollten wir vorher Platz machen. Der meldet sich. Komm doch, aber jetzt fang mal einen. Mr. Heilbutt. Ja, ja. Nächster Spot, nächstes Glück. Oh, warte mal. Ein Wurf geht immer. Pole. Ist flach da oben drauf. Ganz flach. Ja. Und voll mit Fisch, Alter. Ja. Na Mann, ab! Gibt's doch nicht. Ich hab einen dicken. Hä? Einen dickeren. Hatte ich auch eben. Aber nur kurz. Vorsicht, driften, ja. Fühlt sich sehr nach einem Pollack an hier, Christoph. Meins war safe ein Pollack. Das hier auch. Ein guter. Ja, der ist auch besser. Ist, glaube ich, noch kein, doch ein Upgrade. Aber jetzt haben wir die besseren Fische am Wickel. Wiegen 50,5.
Ich habe den nächsten drauf. Ganz oben drauf stehen die, eben ganz flach. Da ist nur 3 Meter tief, ne? Ja, ich habe die. Der war schon dran, bevor ich gekurbelt habe. Ja, bei mir eben auch. Waren bessere Fische. Ist der größer oder kleiner hier? Kleiner. Dann lassen wir ihn frei. Boah, das war ein bisschen Zucker. Ich habe gerade irgendwie alles aus mir rausgeschrien, was in mir war. Alle Kräfte sind verbraucht. Jetzt erstmal eine Cola. Hui. Guck mal, das ist so kalt, die dampft sogar. Wahnsinn. Ich würde auch eine nehmen. Oh, ja. Geil. Ich wollte gerade sagen, Schatzi, aber so weit sind wir noch nicht. Prost. Geil. Und Leute, noch ein Tipp. Wenn ihr mit Seekrankheit zu tun habt, eine richtige Coca-Cola hat mir schon mal den Allerwertesten gerettet. Hat mir der Kapitän damals verpasst, als ich da ein bisschen über der Reling hing. Seitdem habe ich immer Cola dabei, weil der Zucker, der bringt den Kreislauf wieder in die Gänge. Und ansonsten schmeckt einfach. Diese Produktvorstellung hat hier eigentlich nichts verloren. Wir bleiben besser beim Thema. Die Kombi, die ich hier übrigens fische, das ist eine Penn Slammer. Jetzt habe ich hier eine Größe von 4.500. Das ist ja so zu diesem Wurfangeln auf Heilbutz im flachen Wasser eigentlich eine gute Kombi. Damit kann man aber auch eigentlich alle Fischarten fangen. Also man kann die Rute zum Werfen nehmen, zum Runterlassen. Jetzt haben wir gerade wieder ein bisschen weniger Drift. Da ist das zum Werfen eigentlich ganz schön, ganz angenehm, wenn man eine Rute hat, die nicht so schwer ist. Die Rute selber ist die Regiment 4. Das ist beides aus dem Hause Penn. Und als Schnur verwende ich eine Spider-Wire. Das ist in verschiedenen Farben. Also das ist eine Multicolor-Schnur in der Stärke 0,19 mm. Und ja, vorne fische ich halt ein Fluorocarbon und dann, wie bekannt, den Heringsschett. Lass uns wieder flacher gehen, Tim. Ne? Ja. 50 Meter ist. Da sind ja ein paar so Plateaus gewesen. Dann würde ich schauen, dass wir in einer Stunde an der Stelle sind, wo ich den Butt verloren hatte, auf der anderen Seite. Ja. Komm da mit. Ja? Ja, nein! Was war das, Dorsch oder? Nee. Gut. Hat sich früh angeschlagen. Er ist mit nach oben geschwommen. Ja, aber er hat ihn genommen, oder? Ja. Ja, dann bleiben wir hier. Ich habe ihn angeklopft, das war meine Pisse. Oh, jetzt kickt das Adrenalin erstmal. Verdammt. Aber gebissen hat er. Ja, ja. Aber nicht ordentlich, oder? Nur Hat mir entgegengeschoben. mal schauen wir. Weitermachen! Ich mache jetzt mal den Motor aus, ja? Ja, hier ist. War doch zwischendurch, zeig mal. Ja. Okay, dann macht das mal die Roulade hier unten. So, wieder, das kennen wir ja schon. Schöner Dorsch. Merkt man mal schon, wenn der sich so dreht. Dann merkt man auf jeden Fall immer, das ist ein Dorsch. Und guck mal, da habe ich recht gehabt. Da kommt da kein Upgrade. Eine Goldlatte. Yeah. So, dann mal kurz willkommen an Bord hier. Zack. Einmal abgehakt. Und zurück ins Nordmeer. Juhu! Ich glaube, wir sollten hier wirklich ein bisschen weg. Hä? Wir sollten hier mal bitte ein bisschen weg. Wieso? Was? Hast du jetzt Angst oder was? Oh, Josef, ey. Der kommt. Das ist kein Angelboot, was da kommt. Ja, aber der tut uns ja nichts. Er sagt, Ja, dann gehen wir. Wenn er macht, sag ich, gut, dann sind wir fair, wir sind die kleineren. Ja, fahr so da zu dem 5. oder 6. Pfeiler hin, Tobi. Was? Zu dem 5. oder 6. Pfeiler und dann lassen wir uns da runterrutschen. Weißt du? Aber lass mich kurz hochholen. Oder wir schleppen hier.
Jungs und Mädels, die neue Rute-Serie von Zack Fishing, Momentum. Die Rute kriegen einen kurz oder lang, leicht oder schwer, Spin oder Casting, also da ist wirklich für jeden was dabei. Dieses Teil ist qualitativ echt hochwertig, obwohl die Rute wirklich weniger kostet, wie wahrscheinlich jeder von euren Kumpels schätzen wird. Momentum-Rutenserie, what else? Es gibt keinen anderen Köder, mit dem ich mehr große Zander und große Hechte gefangen habe, als mit dem Fat Bluey. Und wir haben uns gedacht, wie können wir die Farbpalette ein bisschen erweitern? Und da kam mir die Idee, wir bringen die Flash Series raus. 4 neue Dekore, die nicht nur eine reflektierende Folie im Bauch haben, sondern diese Folie sorgt auch für Geräusche unter Wasser. Bei extrem viel Sonne fische ich gerne violette Köder, darauf stehen die dicken Muttis. Und dafür haben wir jetzt den Midnight Storm. Wir haben einen lilanen Rücken mit ein paar blauen Schuppen auf der Seite und die Folie im Bauch macht den Rest im Wasser. Mit der Farbe Razor Roach haben wir ein Rotauge, etwas natürlicher gehalten, für gute Sichtverhältnisse unter Wasser, falls die Muttis zickig sind. Das dritte Dekor ist angelehnt an ein Hecht, der Name verrät's, mit Grandma's Mistake überlistet ihr auch den erfahrensten Hecht im Teich. Wir haben hier ein sehr natürliches Dekor und die Folie schimmert grünlich auf, so wie ein echter Hecht im Wasser. Das A-Team wird komplettiert mit der Farbe Sour Snapper. Sehr auffälliges Dekor, perfekt für die Abendstunden oder für das trübe Wasser, denn da wird dieser Köder von den dicken Muttis auch wahrgenommen. Diese 4 neuen Dekore gibt es in den Größen 9, 11, 14 und 18 cm. Ab sofort bei Hecht und Barsch. Check ab, welcher Köder zu dir passt. Freddy, komm mal bitte zum Motor. Alter, Alter. Der ist groß. Nein, das ist doch nicht wahr! Digga! Oh, Mann, der war dick. Der hat gleich los, ja. Bisschen Glück. Geh ruhig nach vorne, ich mach. Der ist kleiner. Einfach reinheben, das ist das Beste. Ja. Komm mal vorne ist er dran. 63. Wir stehen voll drin. Also wir fangen noch ein. Geh nach vorne, Christoph. Pollack Paradise. Aber das ist ein Dorsch. Der hat sich hier verirrt. Hä? Das ist ein Dorsch, der hat sich verirrt hier aufs Flache. Die stehen da bei 2-3 Meter, die Fische, oben auf dem Berg, und da sind die Dorsche mit zwischen. Das ist erstaunlich, ne? Nace könnte sich allmählich zufrieden geben. Der Butt drängt, zumal das Wetter nun stellenweise ganz schön aufraut. Wohin sollen wir fahren? So passt doch, so passt doch. Ja. Wie gesagt, da hinten wird es ja schon wieder blau. ,4 Drift. Cool. Ah, Dorsch, scheiße. Das war jetzt eigentlich der klassische Heilbuttbiss. Nee, das ist ein Dorsch. So mag ich sie am liebsten, wenn sie sich selbst releasen.
Kescher. Das könnte eine oder ja, den kriege ich mit der Hand raus, aber das könnte eine Verbesserung sein. Ja, warte. Nee, warte nicht mit dem offenen Drilling. Ach so. Dann kann ich den so rauspulen nämlich. Gib mir mal das Gaff, Tim. Ha? Gib mir mal das Gaff, bitte. Danke. Der war gut. Der war vergafft. Der war gut. Glücklicher Ausgang für den Dorsch. Aber nicht nur für Diver. Auch bei den anderen Teams läuft die Heilbuttsuche schleppend. So, ab und zu mal ein Fisch, ab und zu mal ein Biss. Das wollen wir ja als Angler, ne? Wir wollen ja nicht die ganze Zeit warten, dass nichts passiert. Deswegen ist er mal ab und zu noch mal ganz gut. Wird einem nicht so langweilig. So, Haken raus und zurück mit dir. Ciao. Dorsche kann er. Dorsche kann er, ja. Dorsche kann er immer. Und tschüss. Ah ja. Immer diese Dorsche. Wir hätten gerne so 270er, das wäre natürlich geil, aber das ist natürlich auch ein bisschen vermessen, wenn man noch keinen Butt hat. Aber da unsere Seelachse nicht so groß sind, wäre es natürlich schön, wenn wir nicht nochmal auf Seelachs angeln müssen, sondern dass wir den Pollachs hier gerade bügeln können. Das würde mehr Spaß machen. Das sind schon die geileren Fische, muss man sagen. Ah, da hat er gebissen. Wurf auf Wurf. Das ist ein großer Fisch. Das ist ein großer Fisch. Und ich glaube, das ist ein Pollack. Das ist ein Upgrade. Ja, das ist ein Pollack. Ja, sehr gut. Da ist der, den du verloren hast, Christoph. Das ist so ein Kaliber, ja. Das macht so Bock. Das ist so geil. Genau in meinem Game hier. So, 65er. Ja. So, gewinnen tut man das Turnier hier oder ins Finale kommt man in das Turnier definitiv nur mit dem Heilbutt. Ihr seht jetzt da hinter eurem Fernsehgerät, ob da irgendein Team schon einen Butt hat und was die machen. Bisschen gezockt mit den Beißphasen. Die haben irgendwie sehr kurze Beißfenster, die Heilbutt. Da werden wir gleich ganz viel Zeit investieren müssen, leider. Was heißt leider? Ist ein schöner Fisch zu angeln, aber ist auch der schwerste mit Abstand hier in Norwegen. Muss man schon sagen. Ach, ihr Lieben, jetzt nehmen wir euch mit auf den König des Nordmeeres. Die großen Platten. Wir haben im Training, in 2 Trainingstagen 2 Butt gefangen. Jeden Tag einen. Wenn wir jetzt 2 Wettkampftage haben, den letzten und den ersten, und noch keinen haben, kriegen wir heute vielleicht 2. Gute Rechnung. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, guck mal hier rein. Alles voll mit Dorschen gerade. Ja, also da sieht man richtig, die Dorsche sind aktiv. Wir merken das auch bei jedem Ablassen. Hast du eigentlich sofort einen Biss. Ja, und da sieht man eindeutig, wenn die in der Blase stehen zusammen, sind die Fische nicht so aktiv. Aber das ist jetzt volle Aktivität. Also jetzt kann man Traumstunden erleben, wenn man da mit kleinen Gummis und Ähnlichem fischt. Jetzt sind doch schon wieder da. Ja, das
Frequenz ist besser als im Süßwasser, oder? Oh. Das ist gefährlich. Ja, wir haben hier so viele Dorsche, da wird sicherlich auch irgendwo ein Butt liegen, aber wir verangeln hier ansonsten, aber was heißt verangeln? Nein, die gehen ja alle wieder zurück, aber nichtsdestotrotz, es macht schlichtweg keinen Sinn. Du hast bei jedem Mal raufkurbeln mindestens einen Dorsch und jeder zweite bleibt auch hängen, das ist nicht zielführend. So, dementsprechend fahren wir zum anderen Spot, fahren 2-3 Seemeilen werden das sein. Hoffen, dass da zumindest etwas weniger Dorsch ist. Und dann gucken wir mal, wie es da läuft. Gestern gab es da Butt. Schauen wir mal. Tim und Tobi treten also vor der Schar beißwütiger Dorsche den Rückzug an. Nace ist inzwischen in Position, um den letzten Zielfisch in Angriff zu nehmen. Ja, Christoph und ich fischen jetzt schon seit einigen Tagen hier im Meer mit dem Tackle von Nace. Eigentlich zum Hechtangeln gemacht, die NXT Pro 200 ist das hier. Mich hatten auch schon mehrere Leute auf Instagram gefragt, ob die Route hält, nachdem ich schon 2 Heilbutt-Fotos gepostet hatte. Auf jeden Fall hält die das aus und man kann die vor allem zum Werfen den ganzen Tag ermüdungsfrei fischen, die Route. Mit einer Baitcast-Rolle schön langsam einleiern über Grund in der Abdrift. Also ich werfe immer so quer mit dem Wind raus, dass der Köder zum Ende hin des Wurfs in der Abdrift landet und dann halte ich ihn noch mal so eine gute Minute einfach in der Abdrift für den folgenden Fisch. Die überlegen nämlich manchmal relativ lange, ob sie zupacken oder nicht. Teilweise, wenn man den Köder hochholt, sieht man auch mal einen Nachläufer. Das hatten wir jetzt die Tage nicht, aber auf der anderen Norwegen-Reise, die ich mal gemacht habe, habe ich oft so Nachläufer gehabt bis zum Boot. Einfach ruhig halten, die fressen den dann oft noch am Boot auf Sicht auf. Also Leute, Echolot ist hier voll mit Futter. In der ganzen Trainingszeit hat man nicht einmal solche Aufnahmen, Anzeigen wie jetzt. Also das stinkt nach dem nächsten Butt. Und so war es vorhin auch bei Fabis Butt, dass vorher massiv viel Futter im Lot war. Und dann auf einmal schreit der Butt, Butt, Butt. Butt, Butt, hurra! Butt, 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 Butt. Da kommt er hoch. Der Erschreckerdorsch. Ah, hast du es gesehen? Hier, guck mal, das ist diese Roulade, die ich immer meine. Wenn die sich so drehen. So, zack. Wie gesagt. Oder auch hier, ne? Da drin kann auch sein, dass wir da. Ja. Wir machen jetzt eine hier lang, ein bisschen weiter und dann machen wir hier noch mal eine lang. Ja, genau. Ich muss das Boot mal drehen, weil ich habe hinten weniger Platz als du vorne zum Werfen. Mit dem scheiß Karabinenstand hier. Kannst du komplett vergessen sonst. Es ist möglich, die Butt zu fangen hier. Kontakt gehabt, sie sind da, das wissen wir. Dorsch. Ne? Ja, ein Dorsch. Ja? Ja, Abdrift, das ist zu leicht. Ah, Dorsch. Schade. Alter. Das ist krass gewesen jetzt, ne? Bitte schön, Christoph. Danke. Ja. Der gehört zur Hälfte mir, der Fisch. Wahnsinn. Schöner Dorsch. Auf den Ghost, nee, auf den Hunter. Hunter ist es. Eigentlich natürlich für den Heilbutt gedacht, aber schön, dass man überhaupt mal was beißt. Das ist schon eine sehr selektive Angelei. Der wird uns nicht mehr helfen. Lassen wir schnell wieder frei. Und weiter geht's. Die Rute gerade in Ständer gestellt, um kurz den Driftsack auszubringen, weil der Wind wieder ein bisschen auffrischt. Aber Freddy hat aufgepasst und mich vor dem Abbruch der Rute bewahrt.
Da legst du einmal den scheiß Stock ab. Der eine Moment des Spaßes, wo man den Biss kriegt, ey. Die Rute im Halter, ey. Das ist so eine ernüchternde Angelei, dieses Heilbuttfischen. Gottlos, wirklich. Ich lasse den auch jetzt runter und stell die wieder hin hier. Einmal hinstellen, ey. Ich mache nur Blödsinn damit. Siehst du, ich kurbel die ganze Zeit und zupfe und mache, keiner beißt. Richtiges Rennnageln. Oh Gott. Einfach langsam einleiern, bloß nicht zu viel wackeln an der Route. Jeder hat eine andere Theorie. Wir haben ja schon die anderen Meeresangler natürlich schon ein bisschen ausgefragt, ist ja klar. Das sind natürlich alles Meeresangelprofis. Dann habe ich die so gefragt, und habt ihr schon oft im Meer geangelt? Och nö, noch nicht so oft. So jedes Jahr 2-3 Mal. Ich sag so, alles klar. Also oft. Naja, und die haben natürlich alle irgendwelche wilden Theorien, wie man den Butt fängt. Der eine sagt so, der nächste so. Jeder erzählt was anderes. Der eine sagt Flachangeln. Der nächste sagt, flach ist alles weniger als 100 Meter. Der nächste sagt, nee, 5 bis 10 Meter, da stehen die jetzt. So, haben wir alles probiert. Noch keinen im Boot heute auf jeden Fall gebracht von den Viechern. Aber wie gesagt, wir hatten im Training schon Butt drauf. Wir wissen, wie es geht. Man muss sich einfach ein bisschen aufs eigene Gefühl, glaube ich, verlassen bei der Sache und nicht zu viel auf die anderen hören. Sonst macht man natürlich gar nichts richtig nachher. Ein bisschen seiner Schiene treu bleiben und hoffen, dass es ausreicht bis zum Ende des Tages. Ein Grundsatz, der im Kern für alle Angelarten gilt. Das glücklose Team Hardy Rice setzt derweil auf leistungssteigernde Substanzen. Klamotten stinken ja noch nicht genug. Passt schon. Nix da. Jetzt wird richtig drauf gekleistert. Oh, puh. Dankeschön. Der Wind macht es uns gerade sehr schwer, hier zu angeln. Wir müssen uns gleich ein bisschen windgeschütztere Ecke suchen, bis sich das vielleicht ein bisschen beruhigt hat. Vorhin haben wir uns beschwert, keine Drift, jetzt haben wir zu viel Drift. Wahnsinn. Also das Wetter in Norwegen sollte man niemals unterschätzen. Niemals. Das war Westin. Ja. Was ein Scheißwetter. Ja, fan, vi har haft bra fisk på 14 grader. Ja. Hier ein bisschen Farbe im Spiel. So, diese Episode ist auch vorbei. Leider konnten wir euch keinen Fisch präsentieren. Wir hatten einen Biss, ein paar Follower, aber das war es dann auch schon. Jetzt ist der Wind hier ein bisschen eingeschlafen. Wir wollen aber das Gebiet nicht verlassen, weil ein Follower und ein Biss, das ist besser als das, was wir die letzten Tage hatten. So, tschüss. Hardy Rice muss hoffen und bräuchte wohl sogar 2 Heilbutte, um noch ins Quali-Rennen einzugreifen. Davor geht es eng zu. Savage Gear liegt vorne. Sollten die Verfolger in der verbleibenden Zeit jedoch buttmäßig nachziehen, könnte der aktuelle Tabellenstand schnell noch einmal grundlegend durcheinandergewirbelt werden. Ich verspreche euch vorab, Fans der gepflegten Dramatik kommen in der nächsten Folge voll auf ihre Kosten. Sonntag, 18 Uhr. Macht's gut. Ciao.